Klappe. Hallo, hier spricht Wally Export. Das ist alles sehr interessant, sehr spannend alles. Machen wir das vielleicht noch einmal. Dann machen wir es lieber so. Mein erstes Selfie. Das ist das Atelier von mir, Wally Export. Warum denn gerade Export jetzt? Ja? Wally war ein Nickname, dass ich exportiere meine eigenen Gedanken. Und ich bin sehr froh, dass ich mir diesen Namen gewählt habe, weil ich damit meine eigene Identität geschaffen habe. Aber das war nicht nur allein die Unzufriedenheit, sondern es war auch in der Zeit also mal des Feminismus, dass man gesagt hat, man wählt sich auch selbst. Weil ich fotografiere jetzt als Künstlerin und fotografiere jetzt als Ich-Person, wie ich bin, aber so wie mein Blick ist. Also das heißt, man muss gegen die gewisse Regeln des Staates muss man einfach sein, die unterdrücken wollen. Jetzt habe ich dann wieder weitergeschrieben in Versalien, habe mir dann einen Stempel gemacht und dieser Stempel ist so quasi mein Markenzeichen. Das ist so wie ein Brand. Im Zentrum meiner ganzen Kunst ist der Körper und natürlich dann der weibliche Körper, weil ich natürlich auch viele Dinge, die dem weiblichen Körper abgesprochen werden, wieder, wie ich vorher gesagt habe, wieder zugeordnet werden. Ich war dann ein Jahr verheiratet und habe dann auch eine Tochter. Meine Tochter ist dann bei meiner Schwester aufgewachsen. Ich bin halt dann bin 60 nach Wien in die Schule. Es ist ein Riesensprung gewesen, weil die in der Schule wussten natürlich, hat sie schnell herumgesprochen, dass ich geschieden bin und schon ein Kind habe. Das war etwas, was ja überhaupt gar nicht da war, was man noch gar nicht bedacht hat dort schon mal. Ne? Und so bin ich eigentlich immer mehr rein in dieses Kunstgestehen und selbstständig zu arbeiten reingekommen. Hier zeige ich Ihnen vielleicht das Poster Aktionshose Genitalpanik und bin mit dieser Aktionshose, mit dieser ausgeschnittenen Hose im Kino durch die Reihen gegangen. Es war nicht in einem Pornokino, wie die Legende herumgeht, also mit einem Maschinengewehr in ein Pornokino gegangen wäre. Man muss halt dazu wirklich sagen, das ist schon sehr punkig. Also ich habe mich dann selbst inszeniert, habe einen Fotografen gehabt und habe es in der Straße aufgehängt in Wien. Und es ist immer sofort heruntergerissen worden und war weg und so, aber es hat ja niemand gewusst, wer das dort hingehängt hat. Diese Arbeit habe ich dann aber ebenso ab 70 sehr oft vorgeschlagen für Ausstellungen und die konnte ich nicht ausstellen. Die hat niemand genommen. Ich habe in dem Haus gelebt, 64 glaube ich, bis 1978, ganz oben am Eck. Ja, also das war ein sehr berühmtes Haus, da haben sehr viele Künstler auch herinnen gewohnt. Und es sind sehr viele Arbeiten auch in dem Haus entstanden. Eine ganze Serie von Körperkonfigurationen, zum Beispiel hier war die Aktion mit dem so, ich glaube das war hier, ja, oder auf diesem Eck. Also dieses Frauenkloster hat mir sehr viel Impulse gegeben, hat mich sehr inspiriert. Und da ich so lange hier herinnen gewohnt habe, ja, habe ich natürlich auch jeden Stein und alles ganz genau gekannt. Haben Sie gewohnt? Im dritten da hinunter schaue ich. Im dritten da hinunter? Die schaut zum Stadtwald. Die schauen zum Start. Aha, so rüber. Schöner Blick. Schöner Blick. Ja, ich habe Ihr Gesicht ist mir bekannt vorgekommen. Ja, ich dachte auch. Ja, weil ich bin. Alles Gute. Gut, danke. Hier natürlich habe ich Aufnahmen gemacht bei dem Hotel Imperial. Leckerbissen, verboten. Ich mag die österreichische Kultur schon, ja. Die Atmosphäre ist in Wien, auch vom Baulichen her, es hat schöne Bauten auch, ja. Das ist
ist auch sehr ein interessanter Platz. Da habe ich auch einmal schon auch Körperkonfigurationen gemacht. Die Orte wurden natürlich total bewusst ausgesucht. Sehr viele historische Gebäude und dann waren noch normale Gebäude. Und wie man hier sieht, ja, Sie kennen sie am besten selber schon. Also Ja, das ist ausgebrochen, sagt man hier. ausgebrochen, es gibt natürlich auch jede Menge Fingerabdrücke, dann gibt es auch Verfärbungen an der Oberfläche, wie Sie sehen. Ja. Und immer wieder auch Silberfischchen, Fraßstellen. Aha, Und interessant. deswegen liegt das jetzt hier bei mir im Institut für Papierrestaurierung. Und das waren ganz normale Gouache-Farben, Ja, die es ja, am ganz Markt gegeben hat. wie die Kinder haben in der Schule. Also oft verwende ich auch, muss ich sagen, Spucke, weil das ist ein sehr gutes Reinigungsmittel. Da sind sehr viele Enzyme. Aha, ich finde das alles sehr interessant, was man da immer wieder dazu lernt, ja. 1968 machte Export ihr Tap- und Tastkino. Die Rolle des Publikums wurde bei Export noch weiter emanzipiert. Mit dem Tap- und Tastkino entwickelte Export eine Theorie des feministischen Aktionismus. Diese Theorie erklärt sich über das Bild der Frau in unserer Kultur, durch die Kodierung der sozialen Rolle der Frau. Aber eigentlich war bei dem Tap- und Tastkino das Wichtigste der Blick. Jeder hat den anderen ganz angespannt angeschaut, ja. Was passierte das eigentlich wirklich in diesem Kinosaal, in dem man eben nicht hineinschauen kann? Ich glaube, es hat von außen sehr direkt ausgeschaut, aber was innen in dem Kino passiert ist, wussten ja nur wir beide. In Österreich, in Wien, hat es, aber dieser ganz starke feministische Anspruch hat nicht sehr besonders existiert. Ich war immer der Meinung, dass eine Frau genauso viel Macht braucht wie ein Mann. Es geht um die Macht, dass Gott was ändern kann. Aber ich glaube, der kreative Prozess, also das kommt aus dem Leben. Bananen, sie gehen in ein Haus. Bananen, Zitronen.